Lena, hast du schon ein kleines Schäferstündchen mit Uli vergessen? Bin mal gespannt, was passiert, wenn ich Bastiane davon erzähle. Ey, das kannst du nicht bringen. Und ob ich das kann. Ich wohne wegen Kathi hier und nicht, weil du irgendwelche Termine mit Frau Sander für mich abmachst. Wie kommst du überhaupt dazu zu denken, dass ich mit der zusammenarbeiten will? Sie ist Clarissas Partnerin. Das ist deine einzige Chance. Kurzfristig vielleicht, aber mein Leben lang auf der Flucht sein, vielleicht nie mehr nach Deutschland zurückkehren können. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Was für ein Seitensprung. Na, der mit Lena. Oder willst du das etwa leugnen? Ist ja interessant. Uli soll mit Lena geschlafen haben. Hat er sonst noch mit jemand rumgemacht? Vielleicht mit Bettina? Oder mit deiner kleinen Schwester? Wenn du mir nicht glaubst, dann frag doch Lena. Die wird dir das bestätigen. Klar wird sie das. Vermutlich wird sie sogar bezeugen, dass Uli ein Verhältnis mit dem Hausmeister hat, wenn du es von ihr verlangst. Aber es ist die Wahrheit. Die beiden waren miteinander im Bett. Noch ein Wort und ich erzähle überall rum, dass du es mit Gerd auf dem Klo getrieben hast. Oh, du verdammte Lügnerin. Das musst du gerade sagen. Na gut, wenn du mir nicht glaubst oder Lena, dann frag doch Uli. Wieso sollte ich? Du hast wohl Schiss, dass er die ganze Sache zugeben könnte. Uli hat nicht zuzugeben. Und ob? Er hat dich nämlich nach Strich und Faden betrogen. Hat er nicht. Und jetzt hör auf, hier rumzunerven. Clarissa lebt. Ich kann es immer noch nicht fassen. Weißt du, was das heißt? Du hast daneben geschossen. Bist du denn nicht glücklich? Doch, Shirley, bin ich. Glücklich und erleichtert. Oh, warum machst du dann so ein Gesicht? War es Clarissa, mit der du gesprochen hast? Ja, natürlich. Ich erkenne doch ihre Stimme. Es war eindeutig Clarissa. Oder ein Double. Oh, du meinst, sie wollen mich linken? Wäre schließlich nicht das erste Mal, oder? Nein. Ich bin mir 100%ig sicher, dass es Clarissa war. Also gut, nehmen wir an, Clarissa lebt. Was willst du tun? Zahlen natürlich. Wo mag er sein? Oh, wo mag er nur sein? Tier? Mein liebes Tier. Und habe ich dir zu viel versprochen? Nein, es ist großartig. Ihr habt nicht Wort gehalten. Ist doch nicht großartig. Ja. Aus Kummer. Mach schon. Aus Kummer habe ich beschlossen zu sterben. Aus Kummer wollt ihr nicht mehr mit mir sprechen? Nein, ihr täuscht euch. Was ist es dann? Bitte sagt es mir, bevor das Herz mir bricht. Aus Kummer habe ich beschlossen zu sterben. Aber ich sterbe glücklich. Denn ich konnte euch noch ein letztes Mal sehen. Nein, mein liebes Tier, ihr dürft nicht sterben. Ja, so könnte das gehen. Absolut perfekt. Oh, entschuldige bitte. Ich wollte dich nicht erschrecken. Warum tust du es dann? Ich wollte dir bei der Arbeit zusehen. Ich bewundere deine Arbeit. Danke. Nein, wirklich, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich wollte nur mal sehen, wie es vorwärts geht. Gut.
wenn ich nicht noch öfter gestört werde? Wirklich sehr schön, das Kleid. Das sagtest du bereits. Wenn ich mir vorstelle, du hättest den zweiten Entwurf auch gleich mitschneidern lassen? Dann hätte ich jetzt eine Abendrobe und einen Herrenanzug. Du hättest nicht nur einen Herrenanzug. Du hättest den Beginn einer neuen Herrenkollektion. Du kennst meine Meinung zu dem Thema. Dann verstehe ich nicht, warum du dich dagegen sperrst. Weil ich mit meiner Damenkollektion vollkommen ausgelastet bin. Und wenn du dir einen kompetenten Partner suchst, mit seiner Hilfe könntest du doch eine Kollektion auf die Beine stellen, ohne Tag und Nacht daran arbeiten zu müssen. Gute Leute zu finden ist nicht einfach. Und wenn ich dir dabei helfe? Als Besitzer von Avatex habe ich gute Kontakte zur Modebranche. Dann bring du doch was für den Mann raus. Ich habe kein Interesse dran. Ja, weil der Vorschlag von mir stammt, wo du nichts von mir annehmen willst. Das könnte man so ausdrücken. Bisher glaubte ich leider, ich empfände nur Freundschaft für euch. Aber der Schmerz, den ich jetzt fühle, beweist mir, dass ich ohne euch nicht sein kann. Werdet mein Gemahl. Was ist geschehen? Eine böse Fee hat mich einst verwünscht. Und ich musste so lange ein hässliches Tier bleiben, bis ein schönes Mädchen bereit wäre, mich zu heiraten. Wenn ich euch nun meine Krone schenke, so vergelte ich immer noch zu gering, was ihr für mich getan habt. Ihr wart fantastisch. Ja, allererste Sahne. Kommt doch mal auf die Bühne, kommt. Danke für die Rettung. Danke für den schönsten Moment in meinem Leben. Danken könnt ihr euch ein andermal. Ihr müsst mal auf die Bühne. Uli, du zuerst. Und jetzt Bastian. Einmal drehen, bitte. Ja, bitte nochmal. Ein bisschen schneller. Ich möchte den Wurf des Saumes kontrollieren. Ja, danke. Sehr schön. Gehen Sie mal ein Stück. Ja, wunderbar. So habe ich es mir vorgestellt. Dankeschön. Das war's für heute. Ich helfe Ihnen. Moment. Moment. Ja, bitte. Besuch für dich. Ich erwarte niemand. Außerdem habe ich gar keine Zeit. Ich denke, wir sollten doch mal eine Minute miteinander reden. Wetten, dass er seinen Text nur deshalb vergessen hat, weil er an ein ganz bestimmtes Erlebnis denken musste? Quatsch. So ein Hänger kommt doch immer mal vor. Das müsstest du doch eigentlich am besten wissen. Oder hast du damals immer nur an das eine gedacht? Das wollte ich dir gerade auf die Nase binden. Die Leute sind völlig aus dem Häuschen. Bastiana, sie waren einfach großartig. Danke. Aber mit so einem Partner konnte es eigentlich auch gar nicht schief gehen. Hm? So, Leute, und jetzt alle auf die Bühne. Kommt, schließlich ist das euer Applaus. Was ist? Worauf wartest du noch? Ich
Bastiane, da gibt's was. Na komm, drücken gilt nicht. Bastiane, bitte, ich muss mit dir sprechen. Später, ja? Jetzt müssen wir erst mal rauf. Sie sagen es, Herr Dr. Jeschke. Meine schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten. Ja, das weiß ich auch, dass 10 Millionen kein Pappenstiel sind. Aber gibt es denn gar keine andere Möglichkeit, das Geld zu beschaffen, als Linie Clarisse zu verkaufen? Ja, das weiß ich auch, was ich mal gesagt habe. Ich habe eben jetzt erst begriffen, dass es um Clarissas Leben geht. Wenn Ihnen noch eine Lösung einfällt, Sie können mich Tag und Nacht anrufen. Ja, wiederhören. Und danke. Ach, du bist es. Ja, Vince. Ist irgendwas? Die Entführer haben sich wieder gemeldet. Was? Was wollen die von dir? 10 Millionen? Clarissa ist tot. Warum sollst du den Lösegeld zahlen? Clarissa lebt. Hast richtig gehört. Ich habe sie gar nicht erschossen. Aber du hast doch selber gesagt, dass es bei der letzten Geldübergabe zu einem Schusswechsel gekommen ist, bei dem Clarissa ums Leben kam. Ich habe mich wohl geirrt. Bist du sicher, dass das nicht irgendwie ein Trick der Kidnapper ist? Nein. Ich habe doch selbst mit Clarissa telefoniert. Das heißt, sie mit mir. Naja, da ist dir bestimmt ein Stein vom Herzen gefallen. Ganze Felsen. Wenn ich dich so angucke, so richtig zu freuen scheinst du dich nicht. Doch, schon. Aber irgendwas macht dir Sorgen. Verrätst du mir was? Die Lösegeldforderung. Ich weiß nicht, wie ich so viel Geld beschaffen soll, ohne Linie Clarisse zu verkaufen. Nun hör dir doch erst mal an, was Erika zu sagen hat. Ich habe genug gehört. Ich habe keine Lust mehr, mich mit deinen Hirngespinsten zu beschäftigen. Barbara, die Herrenkollektion ist kein Hirngespinst. Sie verspricht, ein Erfolg zu werden und ist machbar. Vorausgesetzt, man packt es richtig an. Trotzdem, ich habe kein Interesse. Und ich verbitte mir, dass du dich in Zukunft in meine Geschäfte einmischst. Ich mische mich nicht ein, ich habe den Vorschlag gemacht. Und gleich mit Frau Sander darüber geredet. Das sagst du doch nur, weil die Idee von mir ist. Das habe ich doch nur gesagt, weil ich meine Ruhe vor dir haben wollte. Darf ich jetzt auch mal was dazu sagen, bitte? Ja, bitte. Danke. Sie haben ja recht. Christoph, ich meine Herr von Anstetten, ist zu mir wirklich mit dem Anliegen gekommen, Ihnen die Sache schmackhaft zu machen. Aber nachdem wir da einige Zeit drüber gesprochen haben und ich jetzt auch konkrete Zahlen kenne, muss ich Ihnen sagen, dass mich die Sache wirklich sehr reizt. Na bitte. Mit Ihrem Namen und meiner Erfahrung im Marketingbereich. Die Sie für Clarissa und ihre Firmen einsetzen. Ja, zugegeben, wir sind sowas wie Ihre Hausagentur. Es gehört dir ja auch die Hälfte. Wodurch sie frühzeitig Einblick in meine Arbeit hätte. Nicht unbedingt. Clarissa und ich haben zwar ein paar gemeinsame Interessen, aber wir sind nicht miteinander verheiratet. Und das heißt, dass ich mich jederzeit eigenen Projekten widmen kann, ohne dass das die Agentur oder Clarissa irgendwas angeht. Und wenn es gar nicht geht, gründet ihr eine eigene Firma. Ach, ich merke schon, meine Hilfe ist hier überflüssig. Barbara, Erika. Glauben Sie mir, er hat nur den Stein ins Rollen gebracht. Ja, ich glaube kaum, dass Sie sich in irgendeiner Form von irgendjemand beeinflussen lassen. Nach allem, was ich von Ihnen gehört habe. Heißt das, Sie sehen eine Möglichkeit, dass wir zusammenarbeiten? Ja, was sagst du denn dazu? Tja, hätte ich dem alten Knaben gar nicht zugetraut. Was? Na da. Vergiss doch den Travolta vom Seniorenheim. Ich meine das da. Ach so. Naja, nett. Aber seit wann benennt man einen Kiosk nach dir? Du verstehst mal wieder gar nichts. Das Ding gehört mir. Was ist daran so komisch? Ach, gar nichts. Oder alles. Keine Ahnung. Naja, Kioskbesitz hat immer so einen Hauch von Lottoannahmestelle und Trinkhallenatmosphäre. Stimmt. Aber ich mache alles ganz anders. Mein Kiosk wird so eine Art Internetcafé im Stil der 50er. Ah. Pass auf, ich erklär's dir. Irgendwie habe ich
befürchtet, dass du sowas sagen würdest. Wo ist denn eigentlich deine Mutter so schnell hin? Nach Friedenau, sie hat noch einen Geschäftstermin. Ich muss mit dir reden. Allein. Muss das sein? Ja, das muss sein. Ja gut, aber später, ja? Jetzt tanze ich erstmal mit Nick. Wie fandest du Bastiane denn? Keine Ahnung. Also was ich toll finde, ist, wie ihr euch den ganzen Text merken könnt. Alles Übungssache. Also was ich so mitgekriegt habe, hatte Uli ganz schön Probleme, diese ellenlangen Sätze zu behalten. War doch so, oder? Na, am Anfang habe ich auch gedacht, ich pack's nicht. Aber dann ging's irgendwann. Und bei so einem Partner, da konnte gar nichts schief gehen. Komm, lass uns abhauen. Was? Lass uns nach Hause gehen. Jetzt? Ich hab keinen Bock mehr auf das Gequatsche. Stimmte. Der Worte sind genug gewechselt. Ich will Taten sehen. Nein. Da. Ja, das war also das Werbekonzept in groben Zügen. Was halten Sie davon? Das gefällt mir. Es gefällt mir wirklich. Danke. Und Sie glauben, dass wir uns auf dem Markt platzieren können? Ich rechne mir wirklich große Chancen aus. Ja, und dass Sie mit Zahlen umgehen können, das haben Sie eindrücklich bewiesen. Ach, wissen Sie, wenn man so viel Kraft und Geld in ein neues Projekt investiert, dann muss man den Markt kennen. Man muss wissen, wie man ein Produkt zu verkaufen hat. Sonst ist das Risiko einfach zu groß. Besonders in der Modebranche. Da schießen die Firmen aus dem Boden und gehen auch gleich wieder ein. Trotzdem. Ich bin mir sicher, dass wir mit Ihrer Herrenkollektion den Durchbruch schaffen werden. Obwohl ich bis jetzt nur Damenmode gemacht habe? Ja, aber doch mit außerordentlichem Erfolg. Und das nur, weil Sie die richtigen Ideen und den richtigen Riecher hatten. Ja, bisher schon. Hoffen wir das Beste. Ich bin mir sicher, Caradonna wird sich weiterhin auf dem Markt behaupten. Und warum sollte das bei Ihrer Herrenkollektion anders sein? Hm? Ja, Sie haben recht. Ja, dann lassen Sie uns doch das Geschäft perfekt machen. Oder haben Sie noch Fragen? Ja, eigentlich, Ja? Ich möchte ganz sicher sein, dass ich mit Ihnen und nicht mit Christoph zusammenarbeite. Sie glauben immer noch, ich bin so eine Art Strohfrau. Naja, so wie er sich für das Geschäft einsetzt, liegt das fast auf der Hand. Stimmt. Man könnte meinen, er hätte ein besonderes Interesse an einem Abschluss. Aber wenn er eins hat, dann ist das bestimmt nicht von finanzieller Natur. Wie auch immer. Auf unsere Partnerschaft. Aber was spricht denn gegen eine Bedienung, die auf Inline-Skates Milkshake serviert? Und was ist, wenn es ein nettes junges Mädchen mit einem engen T-Shirt ist? Nein. Mit einem ganz engen T-Shirt? Nein. Immer noch nicht. Dann eben nicht. Sorry, bin gleich wieder da, ja? Können wir jetzt reden? Also gut. Um was geht's denn? Du hast es getan, stimmt's? Geht's vielleicht ein bisschen genauer? Ich habe nämlich keine Ahnung, wovon du redest. Du hast Bastiane gesteckt, dass ich was mit Uli hatte. Du hast es ihr gesagt. Ja. Das war ein verdammter Mist. Ja, ist das irgendwie ein Problem für dich? Ja, und ob es das ist, findest du es vielleicht fair, mich so in die Pfanne zu hauen? Hey, jetzt reg dich mal ab, ja? Erstens war es Teil unseres Plans und zweitens schadet es seinem Ruf bestimmt nicht. Ganz im Gegenteil, es macht dich bei den Jungs erst richtig interessant. Von wegen. Die werden doch alle sagen, dass ich für den Freund ausspannen wollte. Quatsch. Ja, dann warte mal ab bis morgen. Jetzt mach dir mal nicht in die Hose, ja? Bastiane glaubt nämlich nicht, dass du mit Uli in der Kiste warst. Was? Ja, du hast ganz richtig gehört. Sie hält die ganze Geschichte für eine weitere Intrige von mir. Ja, sie kann sich absolut nicht vorstellen, dass Uli auf dich abfährt. Ja, und Uli? Der war doch auch dabei. Was hat der gesagt? Ja, der ist heilfroh, so glimpflich davongekommen zu sein. Naja, warum soll der Kleine nicht auch mal ein bisschen Glück haben? Du entschuldigst mich? Was genau hat Jeschke denn jetzt gesagt? Naja, eigentlich das, was ich ihm gesagt habe, als ich Linie Clarisse verkaufen wollte. Ist die einzige Möglichkeit, an so viel Bargeld ranzukommen. Von einer Finanzierung durch die Banken mal abgesehen. Ja, die kommt nicht in Frage. Dadurch könnte man uns, beziehungsweise der Entführung, auf die Spur kommen. Und was das bedeutet, muss ich dir ja nicht sagen. Eine tote Clarisse reicht mir bis an mein Lebensende. Das kann ich mir vorstellen. Und sonst hat Jeschke nichts gesagt? Warum auch?
Für ihn hat sich jetzt genau das ereignet, was ich ihm die ganze Zeit erzählt habe. Clarissa ist entführt worden und es war mit einer neuen Lösegeldforderung zu rechnen. Als hättest du es geahnt, was? Was ich aber nicht verstehe, ist, warum willst du jetzt doch nicht verkaufen? Weil ich Clarissa nicht enttäuschen will. Sie vertraut mir ihr Imperium an und wenn sie zurückkommt, steht sie vor dem Nichts. Und wenn ich dir das Geld gebe? Einfach so? Naja, ich bräuchte natürlich Sicherheiten. Und es müsste unter uns bleiben. Und an was für Sicherheiten hast du gedacht? Linie Clarisse. Ausgeschlossen. Überleg's dir. Aber früher oder später musst du dich entscheiden. Entweder du rettest Clarissas Firma oder du rettest ihr Leben. Störe ich? Nein, nein, ich wollte sowieso gerade zu dir. Dann redest du also noch mit mir? Wenn du auf vorhin anspielst, da habe ich ein bisschen übertrieben. Ein bisschen ist gut. Du hast mich ja gar nicht mehr zu Wort kommen lassen. Weil ich wütend war, weil ich dachte, du willst mich zu was drängen, von dessen Erfolg ich nicht überzeugt war. Und jetzt hast du das Gefühl nicht mehr? Mhm. Dann habt ihr das Geschäft also abgeschlossen? Das freut mich. Und ich sage dir, die Herrenmode wird ein Erfolg. Abwarten. Auf alle Fälle möchte ich mich erstmal bei dir bedanken. Wofür? Dass du so hartnäckig warst und mich zu meinem Glück gezwungen hast. Ach, dafür musst du dich nicht bedanken, das war doch selbstverständlich. Trotzdem danke. Und ich möchte mich auch für mein Benehmen entschuldigen. Ach was. Keine Widerrede, ich habe mich wirklich unmöglich betragen. Und das, obwohl du Kathi und mich hier aufgenommen hast. Wozu hat man denn... Freunde? Hm? Ja, da hast du recht. Und besonders, wenn es sich um einen so guten Freund handelt, wie du einer bist. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die erfolgreichste im ganzen Land? Ihr, Frau Gräfin, seid die erfolgreichste hier. Denn Clarissa in ihrem Versteck hinter den 7 Bergen ist bald sehr viel ärmer als ihr. 5. Ich lasse 5 Mädels mit engen T-Shirts durch die Halle rauschen. Na, wie finden Sie das? Nie? Danke. Da haben wir gerade noch mal Glück gehabt. Was? Das ist die letzte Runde. Prost. Prost. Bastiane? Ja? Ich muss da mit dir über was reden. Ach nö, nicht jetzt. Lass uns lieber noch mal tanzen. Bitte, Bastiane. Ich habe aber keine Lust. Es ist aber sehr wichtig. Ich habe da eine ganz große Dummheit gemacht. Bitte, du musst mir mal glauben, dass ich wirklich nur dich liebe. Was ist denn los? Es stimmt, was Steffi gesagt hat. Ich habe wirklich mit Lena geschlafen.